Umweltkatastrophen, neue Regierungsbildungen und die aktuelle wirtschaftliche Lage setzen die Supply Chain unserer Kunden extrem unter Druck. Ich möchte aufzeigen, wie man mit Supply Chain Planning in SAP Cloud Produkten da super entgegenwirken kann. Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Fabian Stocker, ich bin Partner bei Valantic und ich verantworte das Thema Supply Chain im Bereich SAP. Das Tolle bei der Supply Chain Beratung ist, dass das Thema immer relevant ist und dass es immer was zu tun hat. Also das liegt letztendlich daran, dass eine Supply Chain dann gut ist, wenn die in Bewegung ist. LKWs müssen rollen, Flieger müssen fliegen, Schiffe müssen fahren. Und so einfach das auch klingt, Leute wie ich helfen letztendlich den Kunden, dass das weiter rollt und fliegt und schwimmt. Hinzu kommt, dass sich die Supply Chains in den letzten Jahren massiv verändert haben. Das Ganze ist viel globaler. Die meisten unserer Kunden haben ihr Netzwerk international ausgerichtet. Es ist auch viel stärker connected. Es sind Lieferanten integriert, Kunden integriert. Es ist alles viel volatiler geworden. Naturkatastrophe, Suezkanal, Regierungswechsel, politische Krisen, Zoll. All das sind letztendlich Themen, die man mit einer gut innovativ und zukunftsfähig aufgesetzten Supply Chain lösen kann. Vor allem auch mit dem entsprechenden Planungsprozess, der dann auch cloud-basierte Tools wie SAP, IBP oder eine SAC braucht. Und was man auch nicht vergessen darf, viele Kunden haben Investitionsstau und haben vielleicht einen Ticken zu lange gewartet zu starten und müssen jetzt letztendlich loslegen. SAP hat auch ein massives Interesse, dass die Kunden transformieren. Speziell im Planning gibt es den Riesenblock APO-Transformation. Innerhalb dieses Supply Chain Pillars ist es deutlich einfacher geworden. Es gibt zahlreiche Solutions, die perfekt end-to-end integrierbar sind, die, wenn man zum Beispiel Plan to Fulfill anschaut, von der Finanzplanung über S&OP, die Verfügbarkeitsprüfung, Produktionsplanung bis hin zum Shopfloor, alles mit einem Vendor der SAP ermöglichen und das Ganze ist nahezu perfekt integriert. Wir haben kaum Probleme in der Integration, auch das hat sich total verändert und es ist möglich, industriespezifisch prozessorientierte End-to-End-Use-Cases anzubieten, die den Kunden die Transformation auch innerhalb der Supply Chain deutlich erleichtern. Was ich sagen kann, ist, dass es 3 Themen gibt, mit denen wir uns gerade sehr stark befassen und die wir fast in jedem Pitch bzw. in jedem Kundenprojekt besprechen. Das ist also einmal das Thema KI. Das wird uns definitiv in eine andere Ära bringen, da bin ich mir 100% sicher. Thema Nummer 2 ist die Business Data Cloud. Das ermöglicht uns einfach ein neues Zeitalter von Backbone über alle Prozesse hinweg und auch völlig unabhängig von Applikationen, über die wir nicht mehr so gern sprechen wie IBP. Ich kann aber auch Daten da letztendlich reinbringen, die gar nichts in einem S4 zu suchen haben. Und der dritte Punkt ist letztendlich diese Connectivity meiner Supply Chain. Ich denke, in den nächsten Jahren wird sich da relativ viel tun, dass wir mit Kunden die Fragestellung diskutieren, hey, ich habe meine interne Supply Chain, wie kann ich die optimieren und was kann ich da noch tun? Und wie bringe ich praktisch Informationen in meinem Supply Network von allen Lieferanten, Kunden, Partnern in meine eigene Supply Chain, um in der Planung noch besser zu werden. Diese Transformationsgedanken, die ich jetzt gesagt habe, die stellen Kunden natürlich schon vor Herausforderungen. Ich sehe da primär 2 Themen. Also das eine ist natürlich die ökonomische Situation der Kunden und das ist auf der einen Seite marktbedingt. Also den wenigsten Industrien geht es gerade so richtig gut, habe ich zumindest gehört. Das andere ist aber auch, dass diese Supply Chain Projekte ja nicht alleine sind. Ja, in der heutigen Zeit sind Kunden voll in der S4-Implementierung, es gibt Restrukturierungen, es gibt viele Projekte, die alle kosten. Das heißt, da müssen wir einfach gucken, dass wir mit möglichst wenig Kosten das bestmögliche Projekt hinkriegen. Das Thema Business Case wird auch immer wichtiger, weil für die Projekte, die wir implementieren, wollen wir eine Verantwortung übernehmen und das Ganze muss natürlich auch 100% bemessbar sein. Und ich kann mir das nicht mehr anders vorstellen, wie mit einem internationalen Team große Projekte zu implementieren. Das hat einen Kostenimpact, ist aber auch kulturell total wichtig. Also wir müssen einfach gucken, dass wir einen gesunden Split zwischen Onshore, Nearshore, Offshore-Kollegen finden. Also ein weiteres Warten bringt nichts. Es warten so viele Projekte auf uns und die Benefits müssen ja auch so früh wie möglich generiert werden. Also wenn ressourcenmäßig und budgetmäßig möglich, bitte starten. Start bedeutet aber nicht, dass es sofort mit Valantic losgeht. Es sind wirklich sehr viele Informationen am Markt, in den Online-Medien verfügbar. Also ich finde es wichtig, dass sich Kunden erstmal ein eigenes Bild machen. Was ist möglich? Wie machen das andere Kunden? Also auch gezielt den Kundenaustausch suchen über privates Netzwerk, SAP oder uns. Da kommen wir so zum zweiten Schritt. Nachdem man sich schon relativ gut informiert hat, fände ich es wichtig, dass man auf Veranstaltungen geht. Teilweise kosten die gar nichts. SAP macht gute Events, wir machen gute Events, andere Partner machen auch gute
Events. All das führt dazu, dass Kunden mit einem relativ konkreten Bild schon auf uns zukommen können und ehrlich gesagt kürzt das dann letztendlich die Designphase. Dann würde ich sagen, ist langsam schon der richtige Zeitpunkt, auf Partner und die SAP zuzugehen, weil man dann letztendlich darüber sprechen muss, wie müssen die Gedanken, die sich der Kunde vorstellt, implementiert werden. Und das müssen wir dann gemeinsam machen. Allerdings geht der Trend auch dahin, dass wir nicht sofort in eine große Implementierung starten. Es gibt da wirklich super interessante Ansätze über MVPs, POCs, Austausch mit anderen Kunden, Joint Ventures mit anderen Kunden, Vorprojekte. Und dann kommt man so schön langsam in den Transformationsgedanken. Und ehrlich gesagt sehe ich das als unseren Job und auch unserer Marktbegleiter, dann eine gewisse Readiness beim Kunden zu schaffen. Da gehört letztendlich dazu, dass wir die Organisation enablen, dass wir eine vernünftige Projektvorplanung machen. Und es ist auch unser Job, kulturell und menschlich die Leute so weit abzuholen, dass die wissen, auf was sie sich da einlassen und auch was unsere Erwartungshaltung aus dem Projekt an die Mitarbeiter ist. Die Vorbereitungsphase ist relativ wichtig und im Idealfall hat man ja da schon Business Case orientiert gesehen, wo die größten Benefits liegen. Meine Empfehlung ist, dass man prozessorientiert startet und lieber den Scope in Richtung Werke und Standorte ein bisschen kleiner macht. Ich habe vorhin darüber gesprochen, über diesen Blend-to-Fulfill-Prozess, der letztendlich in der Finanzplanung beginnt, wir den ganzen S&OP-Prozess mit abdecken und sogar in die Produktionsplanung, teilweise in den Shopfloor mit reingehen. Sowas klingt auf den ersten Blick zu groß für einen Pilot. Wir finden das aber super gut und wenn die Vorbereitung stimmt, klappt das. Weil warum ist das so wichtig? Wenn ich mit End-to-End prozessorientiert rangehe, habe ich eigentlich viele Vorteile. Wir holen die Leute ab, haben möglichst viele Stakeholder drin. Change Management ist einfacher und wir können in einem ersten Piloten, der in der Regel 6 bis 9, maximal 12 Monate dauert, schon zeigen, wie das Projekt die Leute abholt und aber auch schon ersten Impact des Projekts auf die vereinbarten Business Benefits aus dem Business Case aufzeigen. Das war jetzt stark auf Methode und Vorgehen bezogen. Was man natürlich nie vergessen darf, ist Change Management Konzept aufzusetzen und so viel wie möglich, aber auch so effizient wie möglich von Beginn das Thema Training mit dazu zu nehmen. Auch da ein kleiner Tipp. Wenn wir klein anfangen mit einem eher größeren inhaltlichen Scope, bietet es sich an, mit einem kleinen, starken, global orientierten Team zu arbeiten, die dann relativ schnell in die Materie reinkommen, die Prozesse verstehen, die Technologie, also SAP auch verstehen und dann wunderbar im Train-the-Trainer-Konzept weiter ausbilden und im Rollout unterstützen können. Bei all dem, was ich gerade gesagt habe, Richtung Vorbereitung und Approach von so einem Projekt gibt es noch Stolpersteine. Und zwei wichtige, die immer wieder unterschätzt sind, wollte ich kurz als Tipp mitgeben. Also der erste ist absolute Management-Attention, involviert das Management-Team und damit meine ich Top-Management in die Ramp-Up-Phase und in die Vorbereitung des Projekts. Fragt zum Beispiel bei der Business-Case-Erstellung klar ab, welche Kennzahlen wie wichtig sind und wie die Bedürfnisse des Top-Managements in einem Top-Down-Ansatz im Business-Case berücksichtigt werden können. Was immer noch eines der Hauptprobleme ist, ist die Master Data Quality. Das hat sich aber stark verändert, also die Anforderungen sind immer noch die gleichen und das muss letztendlich immer noch umgesetzt werden. Es gibt aber Valantic-Produkte, wie man da unterstützen kann und das viel zitierte AI-Thema unterstützt dann natürlich auch direkt. Es gibt längst Lösungen, wie Master Data selbstlernend AI-basiert optimiert werden kann. Ich denke, in den nächsten 3 bis 5 Jahren wird ziemlich viel passieren und ich freue mich da schon drauf. Also ein Thema ist, dass hoffentlich so passiert, dass wir einen viel stärkeren Fokus auf die Business Suite haben werden. Ich würde mich extrem freuen, wenn wir die Kunden bei Valantic ein bisschen ganzheitlicher betreuen und mit denen zusammen, je nachdem wo die gerade stehen, das Thema Business Suite strapazieren, eine gemeinsame Vision erarbeiten, die viel mehr als Supply Chain ist, aber Supply Chain letztendlich ein Teil davon ist. Und das würde ich gerne mit den Valantic-Kollegen in Zukunft so machen und die Supply Chain Roadmap in eine Gesamtroadmap der Kunden letztendlich einbetten. Und mein persönlicher Traum, ich hoffe, das schaffen wir irgendwann, ist, dass wir vielleicht mit SAP zusammen eine Insight-App in der Business Data Cloud entwickeln. Vielleicht für eine Industrie, vielleicht für einen coolen End-to-End-Prozess. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Mir hat das super viel Spaß gemacht und ich hoffe, es kam fachlich und emotional rüber, dass wir für das Thema brennen. Wenn ihr Lust habt, tiefer in die Diskussion zu gehen, dann klickt gerne auf den Link in der Beschreibung. Wenn ihr auch Lust auf mehr Valantic-Themen habt, dann schaut doch gerne die anderen Videos aus unserer Trend Talk-Reihe an.